Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Ersteindruck meinerseits, zu dem Sang Froid. Ich bin mir nicht immer nicht sicher, ob das Sang oder Song steht. Tales of a Werewolf. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es mit der Aufnahme jetzt funktioniert, weil ich nicht mehr weiß, ob OBS Vollbild aufnehmen kann. Hoffe ich jetzt einfach mal, denn sonst könnte es schwierig werden. Ich weiß, dass es ein storygetriebeneres Strategiespiel sein soll, wenn ich mich richtig erinnere. Denn ich habe ich hatte das Spiel anscheinend schon eine Weile in irgendeinem Bundle mal drin gehabt. Und dann hat jemand beim Indie-Bonbon-Podcast darüber geredet, in den ihr auch mal reinhören könnt. Der ist nämlich ziemlich toll. Und da war ich auch schon mal zu Gast. Select a Hero. Jack. Oder Joss. Ich glaube, ich nehme den erstmal normal. Okay, kann sowohl in Nahkampf gehen als auch mit Fallen arbeiten. Okay, er war als Kind ziemlich krank, aber was ist das? Okay, eine Inu-Hex. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, wofür das steht. Vielleicht die Inuit. Könnte von der Gegend her dann irgendwie so hinkommen. Und auf jeden Fall ist er mittlerweile extrem stark, hat eine eiserne Kondition. Ein Job als Holzfäller bei der We Hood Company. Schon im jungen Alter. Und ist im Exil mit seinem Bruder Jack. Da der in der Patriotenrebellion 1837 da er von den Verantwortlichen dafür gesucht wurde. Und wir befinden uns im Dorf Wolves Vale, wo er mit der Schwester Josephine wohnt. Ja. Ich hätte damit gerechnet, wie ich dieses Profil nennen will. Es ist der 5. Dezember 1858. Okay, und dann verhalten sich die Wölfe merkwürdig. Also es gibt Wolfsfallen, Hängefallen, ich denke mal, das sind solche Schlaufen, die man so kennt, und Stachelgruben. Ich nehme jetzt an, dass das Gruben sind. As I live and breathe, if it isn't my little sister, Josephine. What good wind blows you to the deepest, darkest forest to see your hermit brother? More like a storm, I'm afraid. The parish priest went crazy and jumped me like a demon when I was dusting the sacristy. I tried to fend him off with the candelabra, but a candle fell on the floor and the church caught fire. Ever since, the whole parish of Woolsvale says it's my fault. That's just crazy! Doesn't make any sense at all. But hey, don't just stand there like you're holding up the doorpost. The thing is, you see, Jacques, I'm not alone. Don't worry. It wasn't my idea to come here, brother. Without Joseph to protect me, the villagers would have torn me to pieces in the village square. He can't live there anymore either. Please, Jacques, for the love of our mother, let bygones be bygones and let us both stay here with you. Did you hear that? Sounds like a Wolverine's outside spooking our horses. Since you're gonna be living off me, Josie, might as well make yourself useful and chase it away, will ya?
Meanwhile, I'll heat up some tea for our sister. You best take good care of her. She's got a fever. Da scheint ja ziemlich gute Stimmung in der Familie zu herrschen. Okay. Ich kann die Kamera drehen. Okay, könnt ihr selber lesen, wenn ihr es guckt. I'll be damned. The horses are dead. And your Wolverine looks a lot more like a wolf, Jackie boy. The pack must be close by. Ich wage mich zu erinnern, dass das in eine Richtung wie Roxmas Die geht. Okay. 6 Cent haben wir dafür bekommen. Und hier ist irgendwo ein Wolfpack. Nehmen wir mal an, dort, wo es blau leuchtet auf der Karte, das erscheint mir sinnvoll. Okay, das ist eine Art Stollen. Bridge to the village is burning. Looks like I'm gonna be staying with Jack longer than expected. Ach, hier sind so eine große Holzbrücke. Combat. Your health is represented by the red bar at the bottom of the screen, while your stamina is represented by the green bar. You use stamina for each attack you make. If you run out of stamina, then your attacks are slow and weak. You accumulate rage for each attack you land on an enemy. The fire on the HUD and on your axe indicates that you have some rage built up. Right-click to unleash all your rage. To evade enemy attacks, you can press the space bar to perform a dodge roll. Okay. Danke, Tutorial Man. Liegt hier auch wieder runter mit der Zeit? Ich gehe mal fast von aus. Oder zumindest, wenn wir keine Feinde mehr haben, werden wir auf einmal... Help! Help! Please help me! Die Musik ist aber ganz cool. Auch wenn sie... Help! Help! Klar, sie May treibt ein Saint bisschen Anne an. have mercy on me! For the love of God, please help me! Aber das hier, das Wolfsgeheul ist wiederum sehr atmosphärisch. Aber die Musik treibt halt einfach nur an. Ist aber eher vergnüglich. Es passt nicht so ganz. The rifle. To reload your rifle, hold down the control key. To reload faster, click the right mouse button repeatedly. This icon appears when your rifle is loaded. Your crosshair will be red if you have no target, or if your target is out of range. It will be yellow if you're auto-locked onto an enemy. If you aim carefully for the head, the crosshair will turn green, and you can make a headshot, causing maximum damage. Left click to fire. The amount of ammo you have remaining is shown at the bottom left of the screen. Okay, ich muss aber generell erstmal Control benutzen, um überhaupt daran zu kommen. Dass du vor mir wegläufst, das
macht mir das Ganze doch etwas leichter. Hallo da oben, wie geht's? Ich bin Joss, ich denke mal Joseph eigentlich, wenn ich mich gerade richtig erinnere. The good Lord has sent you. Without your help, I would have been devoured like a rabbit. Hard to miss you, Miller. I think they heard you all the way in Quebec City. Be careful. There's a pack of rabid wolves around here. How many? Dozens, hundreds maybe. They even blocked the road to my mill in the east. Go see by yourself if you want. As for me, I'm gonna run and hole up at the W. Hood Company. Okay. Ich schätze mal, dass man das irgendwann freilegen kann, um auf die Weise an irgendwelche Materialien zu kommen, die man gebrauchen könnte, potenziell. Auch dieses Klicken ist auch hundertprozentig nicht nervig. Aber auf jeden Fall das Ding mal nachladen. Ich denke, könnte uns potenziell, also nur so ganz eventuell den Arsch retten. Jetzt, das ist Atmosphäre, das gebe ich zu. Fear factor. When you're in combat, the fear factor meter appears at the bottom of the screen. This meter represents the time you have before your enemy's next attack. The more your enemies fear you, the greater the distance between both icons and the more time you have before the next attack. Oh. However, enemies aren't as afraid of you with each passing second, in which case the icons start to get closer. When your enemy's fear factor is equal to yours, the icons touch and your enemies attack. If you're running low on stamina, it's better to keep your distance and let it recharge. Be careful though, even if you have a higher fear factor, enemies will still attack you if you're too close. Okay. Das ist interessant. Das ist ein cooles System und es ergibt auch irgendwo Sinn. Oh, den habe ich jetzt nicht so ganz aufgepasst. Okay, du bist nicht. Die Freunde von mir würden total sauer sein auf das Spiel antrifft und will, dass das Böseste eingestellt sind. Also als Symbol der Urangst der Menschen kann ich es halt gut nachvollziehen. Die Stimmung ist so irgendwo so zwischen, also eigentlich macht ihr einen Fehler und gleichzeitig finde ich es cool. Ist das die Mühle? Ja, das ist die Mühle. Hallo Mühle. Pack management. When you attack multiple enemies at the same time, your chances for survival drop. So it's important to know how to intimidate your enemies to space out their attacks. There are two ways to intimidate your enemies. First, every time an enemy takes damage, its fear factor decreases. Second, the icon at the bottom of the screen is one of your special abilities, the intimidating shout. Press the Q key to shout and intimidate your enemies. Don't forget, the distance between the two icons is how long you have before the next attack. Take this time to reload your gun and let your stamina recharge. Lastly, the paw symbol over an enemy's head means it's next to attack. Always pay attention to them. Yeah! I'll see you burn in hell. Aber du bist auch tot. Das heißt, du
keine Ahnung. Okay. Ich hätte gerade gedacht, dass das funktioniert hätte. Man kann also mehrere Gegner treffen. Falls das bis jetzt schon mal hingekriegt habt, tut mir leid, habe ich nicht mitbekommen. That's my brother. I turned my back for 2 seconds and he's in hot water. I'd better get back to the cabin as quick as I can. Okay. Ja, hallo Teleport. Okay. Das war eine 1, kein I. Das gerade. Wobei ich ja anstelle des Wolfes. Wobei. Wenn das ein menschlicher Gegner hätte der mich ja wahrscheinlich in dem Moment angegriffen. Okay, hat funktioniert. Ah, erstes von 3 Tutorials geschafft. Gut zu wissen. Also scheint es genug andere Elemente zu geben. They speak to me. I hear them. But especially I see. I see the beasts. They were sent by the devil. What happened? I don't know. She started shaking like a crazy person. Then she let out an awful scream and fell to the ground. Damn it, I asked you to watch her. There was nothing I could do. Go get Dr. Lamontagne. I don't know what happened, but the bridge to Wolf's Vale was burnt down. We'll have to wait till morning. Werwölfe sind vom Teufel besessen, also oder corrupt, also beeinflusst. Werden extrem groß. Kann nur mit geheiligten Waffen besiegt werden. Okay. Ich brauche Kreuze. Interessant. Kapitel 2. My lord, forgive me. I was overcome with desire. What have I done? What have I done? You're only a man, LCR. Who's there? Who are you? But you just now invited me. When you tried to attack your servant Josephine after she'd refused your advances, I thought we had some affinities. But when you let the fire spread in your church after Josephine hit you with the candelabra, when you accused her in front of all the villagers of the crime that you had in fact committed, that was when I knew we were going to do great things together. And that is what brings me here to make an offer you can't possibly refuse concerning your lovely and inaccessible servant. Okay. Jetzt gibt es einen Strategiemodus, wo ich Fallen platzieren kann. Okay. Also tagsüber mache ich das und nachts über prügel ich mich mit den Wölfen. Ein Werwolf wird kommen. Okay. Omens. The omen cards represent Josephine's visions, and they help you plan your defense for the coming night.
This shows the type of enemy that will attack. Leaving your cursor over a card will show you a lot of information about that enemy type. This is the number of enemies that will attack from this area. The attacking order of the omen cards depends on what wave they belong to. During the night, a new wave will not attack until the previous wave has been defeated. You can choose which waves you see on the map with the filters on the right side of the screen. The last icon on the card represents what their target is for the night. In this case, it's your house. If you click on a card, you'll see the enemy's path to their target. Plan your strategy with the help of these omen cards. Aha. Okay. Ja, zeig einfach. The wolf trap. You can walk over your wolf trap without worry. You won't set it off. A wolf trap will automatically activate when an enemy walks over it. Okay, dann ein Fangnetz. Ah, ich glaube, dann wird er von Steinen erschlagen. Schätzungsweise. The hanging net. The number above the net represents the amount of enemies underneath your trap. All you have to do is aim and shoot the net to bring it down on your enemies. Okay. Interessant. Okay, dann kommt von da nochmal jeweils ein Wolf. Und von hier oben, von dem Baum, wo wir den Müller gefunden haben, kommt ein Werwolf. Okay, und ihr geht auch da lang. Und du gehst auch da lang. Das ist halt die Frage. Ich meine, es stand zwar da, aber ich habe es halt jetzt mir nicht so gut gemerkt, ob das Netz überhaupt was gegen den Werwolf bringt. Oder ob überhaupt irgendwas nutzt. Oh, ist tatsächlich schon fertig. So, dann... Dann lasst mich doch bitte in Ruhe. Das Leuchten gerade, auch wenn es jetzt nicht unbedingt gut ist. Der Effekt ist aber ganz cool, der dadurch entsteht. Dieser grüne Schleier um einen herum, das ein bisschen aussieht, als hätte man so diese Signalflammen gestartet. Ist richtig, meine? Detection. Enemies can see and hear you. If an enemy gets too close to you, it will see you and attack. The circle around your hero on the minimap represents the sound he makes. When you move, you make more noise.
An enemy will detect you if its dot on the minimap enters your circle. Okay. Certain actions like firing your rifle or shouting create a lot of noise. Logischerweise. When an enemy hears you, a marker will appear at your feet. This marker represents the last place an enemy heard you. All enemies that heard you will go to this marker. If the enemy does not see or hear you again, he will leave the area after a short period of time, and the marker disappears. The dashed circle on your mini-map is the range of your shout. Use this ability to lure enemies under your traps. Okay, das ist ziemlich cool. Attack me, go, darn it! Ich hoffe, das ist weit genug weg. Hat aber auf jeden Fall funktioniert. Und dann kommt ja noch der... Also nee, dann zu der Falle das gleiche nochmal abziehen und dann kommt der Werwolf und wir kriegen wahrscheinlich auf die Fresse. Vermute ich jetzt mal. Kann man schon gelesen haben, dass unsere Waffen nichts nützen. Gar nichts. Yellow-bellied worms! Okay. Dann wird er von dort kommen und ich hoffe mal, dass das funktioniert. Weil wie gesagt, ich hab vergessen, was dort an Fallen stand. Nee, ich kann nicht mehr laufen, wenn ich die... Okay. Okay, Wutangriff funktioniert. Immerhin. Und ich meine, gut, das ist das Tutorial, wenn dann da überfordert wird. Der ist auch ein bisschen komisch. Dann hoch. Ich gebe zu, ich meine, wie gesagt, das Spiel ist technisch nicht das Schönste, aber das Design ist nicht schlecht. Ja, und es geht wahrscheinlich von Vorsicht in die Mühle, wahrscheinlich noch die Kirche, Munitionslager oder ähnliches. Aber ich werde auf jeden Fall heute am Nikolaustag 1858. Ich werde noch den letzten Teil des Tutorials machen, dann sollte der Ersteindruck eigentlich passen. Großer Wolf, okay. Da kommt gleich zum Starten Werwolf. Action points. It costs action points every time you place a trap. The amount of action points a trap costs to place is shown in the trap info, which appears when leaving your cursor over the icon. Some traps also cost money. Okay. To remove a trap, click on the trap removal tool, then select the trap. To remove all your traps, click on the Remove All tool, then confirm. Soweit. Traps disappear after one night, except those that cost money, which stay until used. Das Lagerfeuer will ich mir auch mal ansehen. Bonfires. To light a bonfire, press E while close by. If you're standing near a lit bonfire, it will significantly increase your fear factor. If you move too far away, you lose the bonus. Okay, gut.
This icon shows how much time is left before the bonfire goes out. Okay, jeden Tag gibt es neue Wege, von denen aus wir uns verteidigen müssen. Entschuldigung. Okay, gleichzeitig kommen von hier oben 2 Wölfe und der eine Werwolf. Dann schätze ich mal eine hier und eine hier, die gehen zu Bahn, Workshop. Okay, auf jeden Fall zu denen, die Fallen bauen. Ja, ich weiß halt nicht, ob das passt. Ah, komm, die sollte klappen. Und das ist Welle 2. Fällt nur Welle 2 an. Die gehen auch auf direktem Weg hier lang. Und ihr seid schon hier. Will ich hier das Feuerchen haben? Und hier das. Oh Mann, ich hoffe, das geht gut. Aber für den Fall, dass sie hier lang kommen, will ich die beiden hier noch stehen haben. Und dann fangen wir an. Ja, was kann ich denn so? Ah, man hat auch noch Skills. Ja, gucken wir doch mal, was können wir denn an Skills lernen? Sägemühle. Hier brauche ich mindestens Level 15 für. Was ich nicht habe. Ich bin Level 2. Man kann... Oder es... Ah ne, es fängt unten an. Ich hol Kopf. Okay, hält die fest. Quality okay, 2%. Flying person bit. Okay, also ich hätte entweder halt die Möglichkeit, was mit Fallen zu machen. Ich guck das mal. Ah ne, das ist das Level und ich hatte einen Skillpunkt. Ja, habe ich jetzt bessere Fallen. Und den möchte ich mitnehmen. Holy Bullets, Silver Bullets und Bullets. Ich habe 10 normale Kugeln, okay. Ja, dann wollen wir mal und hoffen, dass das gut geht. My wolves found them, all 3 of them. They've cornered them in a cabin east of the village. Now, you have to sign this document for me. What? By signing this, you are giving me custody to all the souls of the villagers. When night falls, they will possess the beasts of the forest and transform them into werewolves that will carry out all of our orders. Out of the question.
duress. I will never consent to your vile demands. Quiet, you whiner, and think of the pleasures you'll enjoy when our werewolves bring you back to the woman you desire. Also, how would you like to be appointed a cardinal in Rome? Rome? You said Rome? That is my fondest dream. Der lässt sich schnell einlullen. Aber ist ja wahrscheinlich auch ein charmanter Typ, der Teufel. Seien wir mal ganz ehrlich. Okay, hier könnte ich das... Attack me, go, darn it! Okay, es funktioniert ziemlich ein bisschen gerade. Und die anderen beiden sind gerade daran verändert. Okay. Das hier. Ah, verdammt. Da habe ich einen Fehler gemacht, wenn ich in dem späteren Level wahrscheinlich dort zu stehen komme. Ja, okay, da habe ich die Superattacke in die Luft geschlagen. Okay. Das war nur mal kurz für den Fall der Fälle nachladen, was wahrscheinlich in dem Moment nicht so ganz dringend wäre. Moment, der hat den Abschuss überlebt. What the fuck? Ah, die Punkte brauchen oben auch mal einen Moment, um das zu machen. Und das Strategist erhalten. Ja, da haben wir wohl das Tutorial soweit geschafft. Okay, dann haben wir aber große Würfel. Okay, die Hütte ist ein bisschen angekratzt. War nicht. Ich schätze mal, da kann man was gegen tun. Soll's soweit von dem Spiel gewesen sein. Ich hoffe, ihr findet das interessant. Ich finde das Spiel tatsächlich jetzt gar nicht schlecht. Ich glaube aber, dass das im späteren Verlauf arg Arbeit ausarten wird. Und weiß ich nicht, wie viel Spaß das dann macht. Aber wie gesagt, designtechnisch interessant. Das Story drumherum ist, auch wenn es natürlich ein Fenster, die man lesen muss, ist, oder zuhören muss, ist nicht so stark aufdringlich. Es ist, ja, funktioniert. Dann würde ich sagen, Leute, jetzt ohne die fetzige Musik im Hintergrund, gehabt euch wohl, euer Semni.